Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ihr glaubt nicht, was hier gerade... Das ist zu früh. Das ist viel zu früh. Ich komme nicht drauf klar. Das müssen wir erstmal verarbeiten. Guten Morgen aus unserem kleinen Camp. Heute Nacht waren zum ersten Mal frostige Temperaturen. Wir hatten -1 Grad. Es war zum ersten Mal Tau überall und der Fluss hier hat mega gequalmt. Es war eine richtig schöne Stimmung. Jetzt so langsam ist die Sonne draußen und das Camp ist wach. Wir haben zum Aufwärmen ein kleines Lagerfeuer mal am Morgen gemacht. Das ist auch irgendwie richtig schön. Jeder hat seinen Kaffee und wir sitzen ums Feuer und ja, ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und ja, es war einfach ein absolutes Highlight. Alle Menschen waren so cool drauf. Wir hatten ein großes Buffet. Wir haben alle zusammen gegessen, haben uns die Vans angeguckt. Es kamen ein Pärchen vorbei, die den Van ausgebaut hatten. Den Van von Joanne und André, den wir gezeigt hatten. Und ja, die machen das als ihr Geschäft, die bauen Vans aus und die sehen einfach richtig cool aus. Und ja, es war einfach ein richtig schöner Tag. Wir strahlen über das ganze Gesicht und ja, wollen hier irgendwie gar nicht los, weil wir auch schon wieder zu so vielen Sachen eingeladen wurden. Aber wir würden gerne noch den Westen sehen, bevor der Winter wirklich einbricht. Und deshalb geht's heute auf den Weg. Aber jetzt genießen wir erstmal noch unseren Kaffee am Lagerfeuer. Ruining the beer fridge. Well, no, the problem was the beer was taking up too much room in the fridge. I'd literally put a beer in, and then when I took it out to drink it, I'd have to put one more beer in. So I said, I need my own beer fridge. So I can get 18 beers in my fridge. Is it too early to drink beer? Yeah. A little slide up. This is a huge drawer. So there's 2 layers of storage in here. Yeah. And there's more underneath. And they're a good insulator in the winter. And then you can actually open this up. And this rolls up, so you can open up to the outside. So you could sleep with your back doors open? Yes, back doors open and the screen open. You get a nice breeze through. So on the other side of here, this is a mosquito screen, so we can roll it down from the inside, and that's what leaves it open for the breeze. Yeah. And the same company makes these storage bags for the back door as well. So, because you're using up wasted space on the door. So. Just for Splitter, or? No, he has them for all 3 models of the vans, and I think they're even trying to do the smaller vans now too. Yeah. There you go. Amazing. There's no bugs in Mexico, right? None.
Would you like to come in? Yes. These are the same screens from Roll-Off, the one at the back. And this is with magnets? Yes, so this whole thing is magnetized. So if you let it go, it just snaps right in. Great. And zips there too. This is a really smart setup. Like, And there you go. the company did a really good job. Yeah. So this is Van Gertie. Hey, Van de Groot Gertie. Welcome Yeah. to Gertie. I won't deny that. And the other thing, like inside some of the cushions, Yeah. we've got sweaters and little jackets folded up Okay. in the cushions, right? So Yeah, it's that's just, another light little van hack a lot of Yeah. people do. So down here, you're gonna see some hidden chocolate first. I'll take those out. So this is where the oven is stored. It does come out on a slide. So when we're making toast, you know, not baking long term, the plug, we'll take it out and plug it in here and put our bread into toast. But when we're baking bread, we'll take the oven out. It'll sit here or here, and then we've got the two plugs, yeah. and that's where we bake the bread. And it is delicious. So this was a great idea we came up with, the builder. So there's our storage is in here. Nice. I think we All have a the beer stickers. issue. Yeah. And at the side, got little hooks. And it hooks in down here. And this becomes my little step up. I can sit, we put a cushion on top. And get a, well, not my feet don't reach, but at least it's there. Yeah. And then we have our lagoon table as well. So we tend to, you know, if we're sitting down for a meal, Jamie may sit up here or there, one of us. So I have a table here. And then when the swivel is pulled up, this also becomes another tabletop for somebody to sit here and eat. Perfect. So we got our fridge, the freezer side here. Here's some of that delicious bread. Frozen. And then the fridge part is here. Yeah, super spacious. Yeah. So, what would be a first advice for new van lifers in Germany? In Germany? Or in general? In general. Yeah, so definitely do your research. Test it out Yeah, try it. before you Yeah. actually dive into it. And, you know, if you're not on the same page as a couple, it could be tough, Yeah. right? So definitely make sure you're both kind of thinking around the same line, and you want to embrace the outdoors and meet people out there. Yeah. It's a beautiful life, really is. It is. Because you meet wonderful people like Lisa and Jamie. It's been. I'm so Yeah. glad you guys came. Yeah, we are. We are. Yeah. Rust paint that I'm going to paint on the end here to make it protect. Cheers! Your vent is open. Is that okay? Wait. Your vent. Oh no, that's not okay. Yeah. Bye-bye. Cheers. Safe travels. See you in Baja. See you. Baja.
that's enough to paint lonesome black and blue. I have you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a color in the rainbow that shines like you. So let's carve our names into this tree, then lay beneath the beauty of her leaves. Will the birds and the bees seem to agree? We're strong as... Guten Morgen! Wir sind schon unterwegs, haben uns unseren Lieblingssmoothie gemacht und ja, bringen die ersten Kilometer hinter uns. Wir sind endlich aufgebrochen, wir sind auf dem Weg Richtung Westen, sprich es steht sehr viel Fahren Auf dem Programm. Auf dem Programm, genau, auf dem Programm steht es. Wir haben aber ganz viele Empfehlungen noch entlang des Lake Superior bekommen, wo wir ab und an immer mal wieder anhalten wollen und uns das angucken wollen. Und ja, unter anderem nehmen wir auch eine Dusche mit. Die können wir nämlich mal wieder gebrauchen. Wir sind mittlerweile auf der Trans-Canada unterwegs. Wir können es kaum glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir schlängeln uns jetzt an dem Lake Huron und dem Lake Superior entlang und ja, haben uns noch die ein oder anderen Marker gesetzt, wo wir hinwollen. Es regnet leider ziemlich doll, ist aber seit langem mal wieder unser erster Regentag, deswegen perfekt zum Fahren und wir hoffen einfach auf ein paar Regenpausen, wo wir dann zwischendurch mal raus können. Gerade so krass. Es war ja schon richtig bunt im Algonquin Park, wo wir waren und jetzt generell auch da über Toronto und jetzt aber hier an dem See entlang. Wahnsinn, oder? Ja, das ist vor allem dieses Meer an Bäumen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Sieht so abgefahren aus und wir dachten schon, durch den Nebel und den Regen sieht man nicht so gut, aber es sieht gerade mit dem Nebel sieht so crazy aus. Das ist echt der Wahnsinn. Entlang von der Trans-Canada befindet sich der Lake Superior Provincial Park und da haben uns Scott und Sarah zwei Sachen empfohlen. Leider ist eine richtig schöne, spannende Sache schon geschlossen, weil hier gibt es Wand- und Steinmalereien. Ja, der Trail ist leider geschlossen, aber es gibt noch 2, 3 andere.
Und auch richtig schöne Strände haben wir schon gesehen mit so richtig weißem Sandstrand, türkisblauem Meer. Also es hat es ist ja kein Meer. Und es hat kürzer ausgesehen wie in der Karibik. Deswegen freuen wir uns einfach. Es regnet leider immer noch oder jetzt gerade wieder ziemlich doll. Wir machen uns jetzt was Warmes zum Essen, zum Mitnehmen. Und dann hoffen wir einfach, dass zumindest bis dahin das Wetter schon besser geworden ist. Basti hat als fällt mir der Spinat vom Sandwich. Als kleiner Zwischensnack, bevor es losgeht, hat uns Basti Sandwiches gemacht. Besten Voraussetzungen, aber es ist trotzdem immer wieder schön. Eiskalt. Hände erfrieren. Aber so ein Wetter kann es nicht aufhalten. Kann es nicht. Die Frage ist nur, ich glaube, wir müssen die unsere Sachen beenden. Ja, ist gut. Es ist viel zu kalt, wirklich. Unsere Hände sind schon abgestorben, abgefroren. Jetzt findet man kein gemütliches Plätzchen. Nee. Deswegen ganz schnell wieder zurück in Bad. Das Ding ist ja, laut der Info soll das der Trail sein, wo man richtig gut Wildtiere beobachten kann. Aber der liebe Mann da hat schon gesagt, dass die Tiere vermutlich eher inaktiver werden und wir gar nicht, also wir sehr, sehr viel Glück haben müssen, dass wir überhaupt irgendwas sehen. Wahrscheinlich eigentlich auch vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang ist die Chance am größten. Ja, deswegen
Müssen wir mal gucken. Vielleicht, oh Gott, das wäre richtig traurig. Müssen wir Kanada verlassen ohne ein einziges Moose und Ohne ein Bär. Naja, Dann müssen wir wohl nochmal in Nach einer anderen Kanada Jahreszeit wiederkommen. ja, Aber noch haben wir ja ein bisschen Zeit um noch haben wir ein bisschen Zeit. die eine oder andere Wanderung. Und heute würde ich mich auch nicht zeigen. Ich würde in meiner Bärenhöhle verstecken. Hätte schon draußen machen können. So, testen. Das ist immer ein ganz schöner Akt, wenn alles nass ist, bis wir wieder alle drei im Van halbwegs trocken sind. Wir haben uns jetzt aber noch dazu entschieden, zu der Old Woman's Bay. Zu der Old Woman's Bay zu fahren und hoffen, dass wir da mit dem Van mit ein bisschen Wasserblick stehen können und werden da dann unsere Suppe und den warmen Tee trinken und uns ein bisschen aufwärmen. Oh ja. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Tee? Tee. Suppe? Super. Bitte kein Salz dazu. Ah, ist die Sonne nicht. Aber wie viel? Lecker. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ihr glaubt nicht, was hier gerade... Es hat angefangen zu schneien. Schneeregen. Schneeregen. Also nicht doll schneien, aber es ist eindeutig Schneeregen. Das ist zu früh. Das ist viel zu früh. Gestern konnten wir noch ein T-Shirt anziehen. Ja. Gestern hatten wir noch ein T-Shirt an. Und heute prasselt hier gerade Schnee auf unsere Frontscheibe. Das müssen wir erstmal verarbeiten. Ich komme nicht drauf klar. Das ist richtig Schnee. Wir haben eine Dusche unterwegs gefunden, sind auch schon frisch geduscht und haben den ersten unerwarteten Schneeschock verdaut, weitestgehend. Weitestgehend. Aber Damit haben wir Anfang Oktober definitiv noch nicht gerechnet. Aber schaltet auf jeden Fall nächste Woche bzw. in der nächsten Folge wieder ein, um zu gucken, ob wir eingeschneit sind, wie es hier aussieht, ob sich der Schnee, der Winter noch mal ein bisschen verzögert. Ja. Wir wissen es noch nicht. Eins können wir auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben die Sommerklamotten weggepackt. Das stimmt, die kurzen Hosen sind wieder unten im Van. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Damit unterstützt ihr uns sehr und wir freuen uns natürlich riesig. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werden, wenn wir eine Folge rausbringen. Und für diese Folge war es das. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch einschaltet. Und das war's. Danke. Ende. Es ist Anfang Oktober und es hieß Ende Oktober, Anfang November soll es Schnee geben. Echt? Ja. Was? Wirklich? Hallo.